Nein, 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 nein. Das kann ja jeder. Das aber nicht. In diesem Video baue ich mein erstes cooles, selbstgemachtes, Echtholz, hammergeiles Schneidebrett. Gleich nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps zu einem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt es gesehen, ich habe hier eine Menge Holz hingestellt und ich habe eigentlich noch nie mit so richtig echtem Holz gearbeitet. Und das, was ich hier gerade abgeladen habe, das ist irgendwie so zwischen 400 und 500 Euro. Das ist kaum zu glauben. Der absolute Wahnsinn. Ja, aber seitdem ich hier arbeite, seitdem ich meine Werkstatt habe ich eine Begeisterung entwickelt für Holzbretter und für Schneidebretter. Und noch bevor ich hier überhaupt irgendwelche tollen Maschinen hatte, ganz am Anfang habe ich auch nie ein Video drüber gemacht, hatte ich irgendwie Restholz. Weiß gar nicht, was das war. Also hier, dieses hier würde ich vielleicht als Eiche identifizieren und dies hier vielleicht als Mahagoni. Ich weiß nicht, ich bin hier kein Holzexperte. Für mich war damals nur wichtig, das eine ist hell, das andere ist dunkel. Und das waren eben so Holzleisten. Und ich hatte auch noch keinerlei Hobel zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, diese Dinger auf dieselbe Dicke zu bekommen. Und ich habe hier auch Spalten drin. Ja, ich habe die seit wann mache ich das hier? Also ich habe die Bretter bestimmt seit 5, 6 Jahren und es brechen auch immer mal wieder Stücke raus hier an der Seite. Die leime ich dann wieder fest und ja, wie gesagt, Holzbretter begeistern mich. Wir wollen das nicht weiter vertiefen und ich wollte schon immer mal eins dieser dicken Bretter bauen. Mehrere eigentlich und ganz besonders gefallen mir diese Dinger mit dem 3D-Effekt. Die finde ich so super toll, wo man echt denkt, da gibt es Tiefe drin. Naja, 3D halt, das ist ja selbstredend. Während meiner Recherche musste ich dann feststellen, dass es aber auch dort Sachen für Anfänger gibt und 3D gehört sicherlich zu den fortgeschritteneren Geschichten. Und deswegen habe ich da vorsichtigerweise erstmal von Abstand genommen. Das wird jetzt sicherlich nicht mein letztes Schneidebrett sein, aber jetzt machen wir erstmal was vielleicht nicht ganz so schwer ist. Ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen und im Intro. Es sieht trotzdem total schick aus, finde ich, aber da gehen wir jetzt bei und dann müssen wir das Holz natürlich jetzt erstmal so ein bisschen vorbereiten und da kommen jetzt natürlich all die Maschinen zum Einsatz, die ich früher nicht hatte. So, die großen Bretter, die werde ich jetzt erstmal teilen, weil so ein Brett soll bei mir 45 cm lang sein, so um den Dreh. Dann werden sie am Anfang natürlich ein bisschen länger sein, aber ja, werde ich sie jetzt erstmal in der Mitte teilen. Es ist übrigens total erstaunlich, wie sehr diese ganzen Helferlein, die man sich so für die Werkstatt selber baut, hier zum Beispiel für die Kreissäge, ne? Ob es die Nullspalteinlage ist, ob es die Tischverlängerung ist oder hier jetzt mein Schiebetisch hier. Diese Bretter, diese unförmigen Bretter, kriegst du ja sonst nicht durchgeschoben. Und hier diese Mikrojig-Befestigungsgeschichten, die das dann hier an dem Schiebetisch befestigen. Also es macht schon total Sinn. Auch hier diese automatische Absaugvorrichtung. Ich habe ja über alles Videos. Müsst ihr einfach mal auf meinem Kanal schauen, wenn ihr den nicht kennt. Ja, sobald ich hier eine Säge oder da drüben die Maschine einschalte, springt ja auch automatisch der jeweilige Sauger an und das Gate öffnet sich ja auch automatisch. Wie gesagt, könnt ihr alles sehen in den Videos. Also es macht schon Sinn, sich in diese Arbeiten zu vertiefen. Und wenn man dann tatsächlich mal Projekte hat, dann macht es das durchaus einfacher. Das ganze Holz übrigens, da wollte ich auch noch was zu sagen. Du findest sowas ja nicht. Also ich fand das total kompliziert, dieses ganze Holz zu finden. Dieses Purple Heart, Paduk und wie sie alle heißen, die schwarze hier, Esche oder Eibe oder Esche. Ich bin mir jetzt echt total unsicher. Ich bin da ja überhaupt kein Freak. Aber auf jeden Fall wollte ich möglichst unterschiedliches Holz haben. Auch hier dieser amerikanische oder afrikanische Nussbaum, ich weiß es jetzt gar nicht. Mahagoni ist dabei.
Ja, habe ich im eBay gesucht und bin fündig geworden. Und eine Firma ist sogar davon bei mir um die Ecke, kann man jetzt nicht sagen. Also eine Dreiviertelstunde fahre ich auch. Aber ich kann dort hinfahren, die riesige Hallen haben, voll mit Holz. Ich habe es euch alles unten verlinkt. Also wenn ihr auch bisher nicht gewusst hattet, wie ihr an tolles Holz kommt, dann schaut es euch an. Ein, zwei andere Sachen habe ich dann noch von anderen hier. Dieses hier zum Beispiel war leicht verdreht, musste ich auch einmal über den Hobel ziehen. Hat auch irgendwie, weiß nicht, hat dieses lilane Stück hier, Purple Heart, 40 mal 40, ja, 40 sollen die Bretter hoch werden, 38, also habe ich nicht mehr viel Spiel mit. Aber ja, kostet glaube ich auch irgendwie 30 Euro, also das ist echt teuer. Ja, mal sehen. Vielleicht, ich mache 2 Bretter und eins werde ich für sündhaft teures Geld verkaufen, weil die Materialkosten sind eben einfach sehr hoch. Das wird dann ein handgefertigtes Brett sein, was ich einfach zum Verkauf anbiete. Ja, wenn es gut wird. Schauen wir mal. Also wie gesagt, schaut unter die Videobeschreibung. Alles, was ich benutze, ist immer unten. Und da findet ihr auch die Links zu diesen tollen Holzsachen. Und ja, muss man natürlich bearbeiten erstmal, um anfangen zu können. Ja, ihr habt es gesehen, das war schon haarig. Die ist auch zum Schluss in sich zusammengefallen. Sie hatte nämlich unten so eine Delle drin. Deswegen habe ich jetzt 2, vielleicht mit einer kleinen Delle oder 2, die schief sind, wird sich gleich auf dem Hobel halt zeigen. Und in der Mitte hier hatte ich einen Schlitz. Deswegen habe ich genau diesen Schlitz und den habe ich auch genau getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder einen Riss, nicht einen Schlitz. Ich hatte einen Riss. Aber hier scheint ja auch tatsächlich irgendwas zu sein. Also ja, stellt sich dann doch auseinandergesicht immer noch wieder ein bisschen anders dar. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt eine Kante, mit der ich arbeiten kann. So, was deutlich dicker ist, hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt 5 cm. Das hobel ich natürlich nachher nicht auf 4 oder auf 3,8 runter, das wäre ja Verschwendung. Das schneide ich jetzt in 4 cm, also auf die Stärke der anderen Bretter zu 4 cm und dann nehme ich es einfach hochkant und schneide es mir dann zu. So, wir fangen mal an zu spielen. Außen wollte ich Nussbaum haben. Mitte wollte ich auch Nussbaum haben. Eingekleidet von Ahorn. Dann das lilane Purple und wieder Ahorn. Der und der. So. Und dasselbe für die andere Seite. So, das ist die Idee für mein Brett. Mein erstes Brett. So soll es aussehen. Und mal gucken hier, 32 kriege ich durch meinen Hobel. Und das sind jetzt 33, aber alles noch ungeschliffen. Das wird mein Brett. Ja, mein Problem, was ich jetzt habe, ist, ich muss diese dünnen Dinger schleifen und auch auf die richtige Höhe bringen. Na, eigentlich zu schleifen brauche ich sie nicht. Sie sind gut. Ich muss sie eigentlich auf die richtige Höhe bringen. Und das schaffe ich nicht dort mit meinem dicken Hobel. Selbst diese hier würde ich nicht schaffen, weil unter 1 Zentimeter bewegt sich bei dem gar nichts. Und deswegen habe ich mir ja eigentlich hier, weil ich diesen Trommelschleifer, die sind ja sehr teuer, diese Trommelschleifer, da kann man die Dinger natürlich gut durchholen. Deswegen habe ich in den vergangenen Videos, habe ich mal meine Kreissäge umgebaut hier zu einem Tellerschleifer. Ja, da gab es mehr oder weniger viel Kritik. Viele fanden das auch richtig genial und einige fanden das auch richtig gut. Aber es gab halt auch viele, wie ein Kommentator sagte, Bedenkenträger. Finde ich tolles Wort. Es gab sehr viele Bedenkenträger. Und dann gab es welche, die waren eben halt nur Bedenkenträger. Die hatten halt nur Bedenken. Dann gab es andere, die hatten die Bedenken und haben aber auch zusätzlich noch
geile Vorschläge, Verbesserungsvorschläge geliefert, wie man es besser und anders machen kann. Und andere haben gar keine Bedenken geäußert und haben gleich die Verbesserungsvorschläge geliefert. Und ganz im Ernst, die letzten beiden Kategorien sind mir wirklich lieber, weil die bringen mich hier auch weiter. Das ist ja so ein bisschen Geben und Nehmen. Ich gebe euch was, ich kriege was zurück. Ich kriege viel zurück, danke ich euch für. Aber wie gesagt, nur Motzen bringt nichts. Aber ich habe nichts gegen Motzen. Könnt ihr auch weitermachen, stört mich nicht, finde ich gut, regt mich auch an. Aber wenn dann da auch ein Verbesserungsvorschlag kommt, das ist natürlich dann endgeil, ne? Also einige hatten sogar die Befürchtung, das wäre lebensgefährlich, weil einem das Ding hier um die Ohren fliegt. Ja, also ein normaler Tellerschleifer soll so 1500 Umdrehungen machen. So eine Kreissäge, weiß ich nicht, was macht sie? 4000, 4500, dreht dann vielleicht mal 3000 schneller. Es klingt dann aber so, als würde sich das dann gleich in Luft auflösen. Also das ist hier sehr, sehr, sehr stabiles Plastik. Ihr könnt sehen, ich habe sie auch schon ausgiebig in Betrieb gehabt und da löst sich nichts auf. Das Ding ist noch genauso stabil wie am Anfang. Und das einzig Nervige ist, dass das hier eben so weich ist. Und das habe ich in meinem Video ja auch gleich schon gesagt. Übrigens ist diese Geschichte, hier die Kreissäge umzubauen, wie viele ja sagen, ein No-Go, wieder ein rein deutsches oder europäisches Problem. Ich habe auch sehr, sehr viele Kommentare bekommen, wo Leute das A schon nutzen, mir Videos geschickt haben, wo es andere nutzen, wie es andere gebaut haben. Und ja, in den USA ist das gang und gäbe, will ich jetzt nicht sagen, aber das Dado-Sägeblatt ist hier ja auch nicht sehr verbreitet, nutzt hier ja auch kaum einer, sind die deutschen Tischkreissägen ja auch gar nicht für ausgelegt, außer hier diese amerikanische Dewalt, die kann das ja. Und in Amerika wird das natürlich ganz, ganz häufig genutzt und diese Schleifgeschichte wird in Amerika auch sehr, sehr häufig genutzt. Ich blende euch hierzu nochmal ein Amazon-Teil ein, das ist eigentlich so ähnlich aufgebaut. Das soll dann bis 12.500 Umdrehungen halten. Ich meine, das ist dreimal so schnell wie hier. Also nach wie vor denke ich nicht, dass sich das hier auflöst und es ist auch, weiß Gott, nicht lebensgefährlich. Kurioserweise gibt es sowas aber auch zu kaufen, habe ich auch als Video bekommen, nämlich direkt von Freud. Unter anderem, also es gibt es mehrfach zu kaufen, aber Freud, das sind ja nun mal diese Sägeblätter. Ich habe ja diesen Satz, die roten. Direkt von Freud gibt es, das blende ich euch ein. Calibration and Sanding Disc, 250 mm oder 254, schlag mich. Also hier in Deutschland findest du das Produkt nicht, wenn du suchst, aber Freud ist ja ein italienisches Unternehmen und dann habe ich Amazon IT aufgemacht. Und da war es dann auch gleich zu finden. Soll ja lieferbar sein, ist jetzt schon dreimal verzögert worden, habe ich bisher nicht bekommen, nervt mich total. Ich komme hier überhaupt nicht weiter, weil wie gesagt hier mit dieser Geschichte, dass das hier so weich ist, da kann ich meine Dinger nicht durchziehen, das kann ich knicken. So, aber zur Überbrückung habe ich mir jetzt Folgendes gebaut. Das hier ist eine Holzscheibe, also wenn das mit dem Freud-Ding nicht klappt, dann bleibt es auch dabei. Und hier ist eine Scheibe von meinem Dado-Sägeblatt. So, dieses Dado-Sägeblatt nehme ich quasi als große Unterlegscheibe. Und ihr seht, ich habe mir hier einen zusätzlichen Ring, das ist beides gelasert hier, deswegen ist es auch schön rund. Habe ich mir einen zusätzlichen Ring gelasert und dieses Sägeblatt, das passt jetzt hier hervorragend rein, weil es geht ja auch um die Verletzungsgefahr. Da weist ihr ja auch immer wieder darauf hin und das finde ich auch gut und das ist ja auch richtig so. Und deswegen habe ich jetzt hier dieses Konstrukt gebaut, hier vorne mit einem 30er Forstnerbohrer eine kleine Versenkung reingebaut, damit hier auch diese dicke Unterlegscheibe von der Dewalt passt. Und das ist jetzt eine schöne, harte Scheibe. Da bin ich dann auch denen gefolgt, die halt, wie gesagt, gute Ideen hatten. Ich würde sagen, ich fange mal an mit einer 80er Scheibe. Das sind die selbstklebenden hier. So. So, die baue ich sogar verkehrt rum drauf. Noch weniger Verletzungsgefahr. So, hier habe ich ein provisorisches Einlegerbrett erstellt und jetzt werde ich es ausprobieren. Also, ich kann diese Bedenken nicht teilen. Ich teile die Bedenken, dass das nicht gut funktioniert hat, gerade was das Weiche angeht. Es waren auch Bedenken dabei, dass wenn man diesen Motor in diese Richtung halt belastet, axial oder tangial, weiß ich jetzt auch nicht, weil er ja eigentlich nur in diese Richtung dreht und jetzt belaste ich ihn zur Seite hin. Ja, das mag sein, das würde ein Tellerschleifer ja aber genauso gehen. Und wie gesagt, es gibt ja zig Leute, die das in Amerika so benutzen und da hat keiner die Probleme. Und ja,
Das nächste Argument, der Umbau nervt. Ja, natürlich nervt der Umbau. Ich würde auch einen Tellerschleifer oder hier meinen USM 600, meinen Schleifer, den ich ja fest habe, den ziehe ich natürlich auch vor. Ich baue jetzt nicht für jede Schleifarbeit mir dieses Ding hier dran. Aber jetzt in diesem Fall, und wir werden ja gleich sehen, wie es funktioniert, wenn ich die gerne alle gleich dick haben möchte und hier durchziehen möchte, dann funktioniert das sicherlich sehr gut. Es kam auch noch die Geschichte, dass es hier oben ja abhauen könnte, weil es dann ja nach oben dreht, dann könnte mir das ja abhauen. Oh, ja, ist ein gutes Argument. Habe übrigens festgestellt, wenn man hinten anfängt, dann ist es viel, viel einfacher, aber dann könnte es natürlich trotzdem nach oben abhauen. Aber da kann man natürlich auch einen Stopper hier reinbauen. Ja, das ist ja alles überhaupt gar kein Hexenwerk, dass, wenn man weiß, dass es so reagiert, wie es dann reagieren wird, dann ist das nichts Schlimmes. Also ich kann diese Bedenken nicht teilen. Ich bin gespannt, wie es jetzt funktioniert mit meinen Dingern. Das ist das neue Upgrade. Holzscheibe, wie gesagt, wenn das Ding von Freud kommt, dann muss ich das hier nochmal neu machen, weil es einfach dünner ist. Wäre mir noch lieber, wenn ich hier auf diese Sägescheibe hier drin als große Unterlegscheibe quasi verzichten könnte. Aber das ist jetzt die neue Version, gibt nicht mehr nach. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Ja Leute, das ist ein Clip aus der Zukunft. Ich bin mit meinem Brett schon viel, viel weiter. Und jetzt ist eine Scheibe gekommen und ich möchte das einfach an dieser Stelle auch beenden, dass ich da im Video nicht nochmal drauf eingehe. Also es ist jetzt eine Scheibe gekommen von CMT Orange Tools. Schaut euch das an. Also meine Scheibe von Freud kam nach wie vor immer noch nicht. Amazon wollte die nicht an mich verschicken. Warum auch immer. Die Lieferung wurde immer wieder verzögert. Es konnte mir keiner sagen, warum. Und ein netter Zuschauer machte mich dann auf dieses Tool aufmerksam. 3 mm stark von CMT Tools, 250 im Durchmesser und hat sogar das Loch in der Mitte mit dem 30er wie auch die normalen Sägeblätter. Oh, schaut euch das an. Das passt da ganz hervorragend rein. Ich kann also ganz normal, wie mein normales Sägeblatt, das hat ja das identische 30er Loch, kann ich diese Scheibe mit festmachen hier an meiner Kreissäge. Wie gesagt, ein Tipp von einem Zuschauer. Vielen Dank dafür. Insgesamt, ich habe euch das Produkt verlinkt, ist es auch noch 15 € preiswerter. Und diese Freud-Scheibe habe ich dann jetzt storniert. Wenn Sie sie nicht schicken wollen, dann wollen Sie sie nicht schicken. Ich blende euch noch mal ein Bild ein hier aus der Artikelbeschreibung von dem hier. Auch hier wird es wieder genutzt, um Sandpapier drauf zu machen. So wie jetzt. Jetzt haben wir auch hier wieder die Scheibe mit dem Sandpapier. Und das Tool passt hier immer noch ganz hervorragend rein. Das hier, das ist jetzt das Endprodukt. Hiermit zeige ich es euch. So wird es jetzt gemacht. Ab sofort, das ist der letzte Stand der Dinge. Die sehen mal wirklich cool aus. Könnt ihr das, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber optisch, ich habe sie jetzt nicht nachgemessen, aber die sehen doch wirklich gleich dick aus. Das hätte ich doch sonst nie hinbekommen mit meinen Mitteln hier. Von hinten nach vorne durch fluppen sie schon fast alleine. Weiß der Geier warum? Weil es vielleicht so die Richtung ist. Ich kann es euch nicht sagen. Brandspuren. Thema Brandspuren. Hier hat keine eine Brandspur. Brandspuren waren vorher da durch Sägen. Aber jetzt, schaut euch das an. Alles, was ab Brandspur da war, ist jetzt weg. Also diese große Geschwindigkeit tut dem keinen Abbruch. Keine Brandspuren. Richtig schöne Leisten. Und optisch wirklich alle gleich dick. Schaut euch das an. Also ich bin sehr zufrieden damit. Also für mich ist das eine tolle Lösung. Und ja, es fluppt von alleine durch. Ihr seht, ich habe die Klammer, dass es nicht nach oben geht. Es ist wirklich einfach. Ich finde auch keine großartige Verletzungsgefahr ist gegeben, dadurch, dass ich das Sägeblatt komplett eingekoffert habe. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr von der neuen Version haltet. Ja, es hat ja ganz schön gestaubt und gerade jetzt, just in time, ist mein neues Produkt von AliExpress angekommen. Guckt euch das an, das sieht jetzt aus, als würde ich irgendwie im Seuchenschutz arbeiten. Das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Also ich habe ja schon einiges an Staubschutz durchprobiert und einige Sachen sind mir kaputt gegangen. Das letzte, was ich hatte, war eine Einwegmaske, aber dieses Gerät hier ist total genial. Das Gesicht ist komplett abgeschirmt. Wir haben auch hier einen Schutz. Wenn ich sonst meinen Schutz nehme, obwohl das nur ein Glasvisier ist, was ich mir runterklappe, beschlägt es trotzdem. Das ist hier also nicht so. Und hier wird mir die Luft zugeführt. So, dafür binde ich mir den hier um. Ich mache das Ding mal nach hinten. So, den hier binde ich mir um. Da ist er. Hier kann ich ihn ein- und ausschalten. Ich lasse ihn mal hinten. Sieht bestimmt ein bisschen doof aus jetzt, aber mit Brille wohlgemerkt. Ja.
bin komplett drin. Und wenn ich jetzt einschalte, oh ja, Luft. Luft. Das ist cool. Das ist echt cool. Da hört ihr das? Also, kein Beschlagen. Luft kommt direkt zu mir. Sagen wir, kann ein kleines bisschen enger. Ja, das probiere ich jetzt mal aus. Also das ist ja mal der Burner, oder? AliExpress habe ich euch verlinkt. So, ich habe mir hier eine Verleimstation gebaut, hier aus 3 Ecken. Das soll ja alles auf einmal gemacht werden und dann muss man es natürlich auch umdrehen können. So, die beiden stelle ich erstmal weg. Wow, das wird ganz schön viel. So, hier habe ich jetzt alles. Dann habe ich mir so einen schicken kleinen neuen Leimroller geholt zum ersten Mal, damit ich ordentlich arbeiten kann. Mit Silikon, damit kriegt man das wieder ab. So, der ist alle. Ja, darf man nicht unterschätzen. Also es sind relativ viele Einzelstripes gewesen und dann noch von beiden Seiten. Dann verdoppeln sie sich ja auch nochmal. Und ja, nicht ohne. Aber jetzt ist es verleimt, jetzt mehr geht nicht. In einer Stunde komme ich wieder. Dann werde ich dann den überschüssigen Klebstoff entfernen und dann werde ich es wieder verspannen. So, das war Seite 2. Jetzt wird er wieder für 24 Stunden eingespannt. So, hier sind sie dann beide. Beide verleimt. Und die werde ich jetzt eine Woche lang in die Ecke stellen und lasse sie einfach mal in Ruhe arbeiten, absacken, ausrichten und dann machen wir weiter. Ja, ich habe jetzt irgendwie knapp 7 Tage, 6,5 Tage gewartet und jetzt juckt es mir auch wirklich unter den Fingernägeln. Hier sind die beiden jetzt und wenn ich dieses Brett so hinlege, dann habe ich hier kein Spiel über Eck. Das heißt, ich habe Glück und kann es hier durch meine dicken Hobel fahren. Und bei meinem zweiten Stück verhält es sich genauso. Auch kein Spiel. Ja, warum stehe ich jetzt hinter meiner Tischkreissäge und warum liegt mein Anschlag verkehrt rum drin? Weil die Idee habe ich aus den amerikanischen Kanälen, die ja sehr viele von diesen Cutting Boards, Schneidebrettern bauen. Ich ziehe es einfach von hinten nach vorne durch, weil das Brett ist ja so breit. Andersrum hätte der Anschlag ja hier, hätte er überhaupt kein Fassungsvermögen. Der würde ja einfach nur da drin kippeln. Und jetzt ist er hier relativ stabil drin und dann ziehe ich mein Brett einfach rückwärts durch. Ach, ihr seht's ja. Nach dem Hobeln hat sich hier auch ein kleiner Schlitz ergeben. Das ist jetzt auch ausgerechnet die Oberkante. Aber da werde ich auch den YouTube-Tipps folgen. Und hier habe ich ja jetzt genau, das ist ja dieser gleiche Nussbaum hier, werde ich jetzt einfach ein bisschen rein verleimen hier. Und mal gucken, wie das wird. So, ich habe dann doch noch mal lieber feineren Staub gemacht als hier den Sägestaub. Und dann ist mir eingefallen, in den amerikanischen Kanälen nehmen die dafür gar keinen Holzleim, sondern Sekundenkleber. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ja, gucken wir mal, was passiert, wenn das trocken ist. Hier ist die nachgebesserte Stelle. Hier vorne habe ich noch eine kleine gefunden. Das ist wirklich sauhart geworden. Das habe ich jetzt mit dem Stechbeitel schon so ein bisschen abgeschabt. Aber jetzt muss ich den Rest dann wohl schleifen.
Boah. Hammer, diese kleinen Gumminupsis. Echt stark. Alter Falter, da tut sich ja gar nichts. Da bin ich ja in 100 Jahren noch dabei. Ich denke mal, es wird jetzt einfach Zeit für ein etwas professionelleres Schleifgerät. Und ja, viele YouTuber verwenden diese Mirka oder Festool oder Black & Decker, aber die liegen alle so bei 400-500 Euro. Und ihr wisst ja, grundsätzlich bin ich auch ein Verfechter von preiswerteren Möglichkeiten. Deswegen verwende ich ja auch Parkside-Akkuschrauber und nicht die von Bosch oder Festool. Und deswegen dachte ich, ich gebe auch diesem Gerät mal eine Chance und meinem Geldbeutel auch, weil wir haben bald Weihnachten, da kommt sowieso noch einiges auf mich zu. Ja, ihr habt es gesehen, hier ist Schleifpapier dabei, hier ist noch ein, was ist denn das für einer, ein 12er, ein 125er denke ich mal. Der 150er ist drauf, ein 112er, 125er ist noch dabei. Stufenlos regelbar, also grundsätzlich macht er dasselbe, was der Mirka auch macht. Vielleicht nicht ganz so gut, aber er liegt bei, ich habe keine 200 Euro bezahlt, 195 Euro habe ich bezahlt. Und ja, ich will mich nicht lumpen lassen. Ich habe mich natürlich schlau gemacht auf YouTube und habe mir dann auch das teuerste Schleifpapier dazu geholt. Was wohl auch nicht nur das teuerste, sondern darum geht es nicht. Ich wollte nicht das teuerste haben, ich wollte das Beste haben. Und dieses Schleifpapier hier, das ist wohl bei allen super gut weggekommen. Und ja, habe ich mir so ein Probeset bestellt hier. Da sind 80er drin, 120er, 180er, 220er, 240er und bis hoch 320er. Also im Grunde genommen das, was ich auch alles benutzen will. Also kann ich es auch gleich mal testen. Ja, fangen wir mit dem 80er an. Die Staubabsaugung soll wohl auch sehr gut sein bei diesen Blättern. Ich habe mir meinen Tresen hier ja so gebaut, dass wenn ich die oberste Steckdose nehme und dort dann das Gerät einstecken werde, dass dann auch gleichzeitig meine Staubsauganlage anfängt zu saugen. Und das ist natürlich jetzt total prima. Sobald ich einschalte, sauge ich auch. Ich verlinke euch diesen Staubsaugerteil einfach mal, ist Mehrteiler, falls es euch interessiert und ihr auch eine super geile Absaugung wollt, dann folgt einfach dem. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Schleifen ist nach wie vor nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber das Ding macht es doch um einiges erträglicher. Ja, der hat 5 mm Hub, dafür 5.0, weil er 5 mm Hub hat und zusammen mit dem richtigen Schleifpapier trägt er richtig was ab. Also es macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Ich mache jetzt noch mal das zweite Brett, das müsst ihr euch ja nicht auch noch anschauen. Und bevor ich dann in diese endfinalen vielen Schliffe gehe, werde ich erstmal abrunden und meine Griffmulden reinfräsen. So, für die Saftrinne habe ich mir einen Jig gebaut. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich denke mal, ich werde in meinem Leben ja noch mehr Bretter bauen. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal so einen Jig. Der begrenzt mir das und ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Abstände habe und genau an der richtigen Stelle meine Entsaftungsnut reinfräsen kann. Schauen wir mal. Da, schaut euch das an. Keine Brandspuren. Richtig schön geworden. So, jetzt kriegen die Bretter noch eine kleine Rundung an der Seite, eine minimalistisch kleine. Und bin ich auch endlich mal dazu gekommen. Hier habt ihr eben vielleicht schon gesehen bei der großen Oberfräse. Ich habe mir endlich mal diese Platten gebaut, weil der Auflagepunkt ja doch sehr jackelig ist. Gerade weil man ja nur die Hälfte von diesem Auflagepunkt braucht, weil weiter als zur Mitte geht es ja nicht. Ja, habe ich endlich mal diese kleinen Dinger gebaut. Hier war überfällig, helfen aber gut.
Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade tatsächlich was gelernt, mir selber beigebracht. Ja, keine Brandspuren, die Hammer. Also ich bin in diese Richtung gefahren, einmal komplett zügig durch. Dann habe ich angefangen hier zu fräsen, so ein Stück blieb über und dann bin ich wieder zügig bis zum Ende durch. Und es gibt keinerlei Brandspuren. Ja, ich habe mir 2 neue Fräser gekauft. Einmal ein 12 mm Fräser für diese Saftnut und hier nochmal ein 25 mm Fräser für die Griffmulden, die ich mir da jetzt reinfräsen will. Und dann habe ich mir hier die Stopper gesetzt auf beiden Seiten. Und ja, ich denke mal, das funktioniert. Ich werde erstmal das Grobe machen und dann stelle ich die nochmal ein zurück und mache nochmal 1 mm hinterher. In der Hoffnung, dass ich dann keine oder wenig Brandspuren mehr habe. Schauen wir mal. Ja, schaut mal, wie gut das aussieht. Hier habe ich nur eine ganz kleine Stelle hier. Die lässt sich aber, denke ich, gut rausschleifen. Auf der anderen Seite habe ich fast gar nichts. Vielleicht noch mal hier ein bisschen. Ja, cool. So, jetzt werde ich die beiden Bretter vor jedem Schleifgang, jetzt kommen die ganzen Schleifgänge bis hoch, was hatte ich gehabt, 320. Der Reihe nach werde ich es einsprühen. Das habe ich bei den Profis gesehen auf YouTube, damit sich die Holzfasern aufstellen. Und das mache ich jetzt vor jedem Schleifgang. Das ist echt so glatt, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie Holz in dieser Form so zu Ende geschliffen. Das kenne ich sonst immer nur von Latten, immer einen weiter. Aber hier, womit habe ich denn angefangen? 120, 80, 120 bis hin jetzt zu 320. Das ist der Wahnsinn. Das ist so dermaßen glatt, dass das glänzt ja jetzt schon fast, ohne dass man das ölt. Sieht das ja schon viel, viel besser aus. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Schleifen jetzt wirklich Spaß macht, aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Dieses Handling, wenn man da mit einer Hand da so rübergehen kann und das nicht so rumrödelt, sondern sich wirklich leicht führen lässt und kein Eigenleben entwickelt, wie alle meine bisherigen Schleifer, die konnte ich ja kaum bändigen, wenn die drauf waren. Also das macht schon Spaß. Hat wirklich so Spaß in Anführungsstrichen gemacht, das jetzt zu schleifen. Öl. Ja, da habe ich aber auch lange nachgesucht. Ich habe mir viele, viele Videos angeguckt und herausgekommen ist dieses von Clarks. Clarks Cutting Board Oil, das ist auch das Öl, was ganz, ganz viele in den USA nehmen. Da gibt es ja sehr viele Videos von diesen Brettern, habe ich mir viele, viele reingezogen. Ihr wisst, ich mache mich immer schlau auf YouTube. Und dann habe ich mir so ein Set gekauft. Das heißt, das war dann insgesamt eine günstige Kombi. Ist so ein Auftragsschwamm dabei, das Öl und danach nochmal das Wachs. Und das Öl habe ich schon gesehen, gibt es auch für 60 € in ein größeres Gebinde. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass ich mir das dann hole, weil die Applikatoren habe ich ja jetzt schon. Ich denke mal, das Wachs wird eine ganze Zeit halten. Gibt es natürlich auch einzeln. Ich glaube, das sind gute Produkte. Die sind ja nicht, die sind auch stark bewertet und die sind ja nicht ohne Grund so groß geworden und so gut bewertet halt. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Auf jeden Fall erfüllen sie alle wichtigen Geschichten, die für so ein für Lebensmittel halt notwendig sind. Und deswegen kann ich sie bedenkenlos für diese Schneidebretter verwenden. Also ihr seht, gut versiegelt ist die Kiste auch. Ja, habe ich mich lange drauf gefreut auf diesen Moment, wenn das Holz richtig anfängt zu leuchten. So, viel hilft viel. Oh, hammergeil, guckt euch das an. Alter Falter. Das ist ja mal, das hat sich ja echt gelohnt. Rattenscharf. Oh, und es riecht, wow, wie abgedruckt. Wirklich total frisch. Orange, Limone. Wow, Leute, sieht das nicht schön aus? Ist das nicht der Hammer?
Boah, sieht das gut aus. Hammermäßig. Wahnsinn. Hab fast mein Logo vergessen. Habe ich mit dem Laser gemacht. Wollte ich nicht mit meinem Brennstab machen, weil keine Ahnung, wie das auf Hartholz aussieht. Und wenn ich habe ja noch einen Versuch, also habe ich es mit dem Laser gemacht. So sieht es aus. So. Perfekt. Ja, super, ne? Ist total toll eingezogen. Ich habe 3 Stück, 3-mal habe ich es geölt. Und jetzt bereite ich die Fußlöcher vor. Da habe ich mir hier auch einen kleinen Jig gefertigt, in der Hoffnung, dass ich mir zukünftig noch weitere Bretter bauen werde. So, nachdem das jetzt erledigt ist, werde ich es wachsen. Ah, versiegelt. So, wie gesagt, 3-mal habe ich das Öl aufgetragen. Jetzt tragen wir das Wachs auf. Oh wow, das sieht man aber. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber es fängt sofort an zu glänzen. Total toll. Und es riecht auch wieder total nach Zitrus. Schaut euch das an. Könnt ihr sehen, wie toll das glänzt im Vergleich zu diesem hier. Ich meine, das sieht ja auch schon gut aus, aber das hier sieht jetzt richtig gut aus. So, 2-mal habe ich Wachs aufgetragen. Jetzt das letzte Mal nachpoliert. Füße ran. So, da ist es. In seiner ganzen Pracht. Ist das nicht schön geworden? Ja, mein erstes Holzbrett und ich muss gestehen, das macht wirklich Lust auf mehr. Das hat super viel Spaß gemacht. Es ist absolut herausragend geworden. Beide sind total gut geworden. Dieses noch ein kleines Ideechen besser. Dies hier hat noch 1, 2 Fehler, die aber gar nicht so sehr von mir verursacht wurden. Ich habe letztendlich gesehen, dass ich hier oben, dass ich so eine Delle habe, weil hier wohl ein Astloch zutage gekommen ist. Das heißt, dieses hier geht nicht in den Verkauf. Das nutzen wir selber. Aber dieses hier ist fast perfekt. Ich meine, ich habe es ja mit Hand selbst gemacht. Es kann nicht perfekt sein, aber es ist fast perfekt. Jetzt stellt sich die Frage, was nimmt man dafür? Was ist ein angemessener Preis? Das hier ist der Endgegner. Ein Bambusschneidebrett von Ikea. Und lasst mich lügen, ich glaube, ich habe da 9,99 € für bezahlt. Also ich meine, das ist sauhart. Das ist eine gute Qualität. Bietet genau das gleiche wie meins für 9,99 € bei Ikea. Da stellt sich die Frage, was nimmt man dafür? Also in jedes dieser Bretter steckt für mindestens 150 bis 200 € Holz. In jedem dieser Bretter. Vom Einkaufspreis gerechnet, was ich jetzt noch über habe, steckt in jedem Brett mindestens 150 € Holz. Ich habe da locker 10 bis 20 Stunden dran gearbeitet. Mal 15, ich meine, alleine das wären ja schon 200, 300, 400 €. Dann diese ganzen Maschinen, die man dafür braucht. Dicken Hobel, Abrichthobel, Schleifgerät, dieses sündhaft teure Schleifpapier, teure Fräser. Allein die beiden Fräser. Der Fräser für die Nut von ENT und der Fräser für die Griffmulde, auch ENT, haben mich zusammen knapp 90 € gekostet. Das Öl und das Set kostet, glaube ich, 35 oder 40 €. Also ich habe irre viel Geld ausgegeben. Gut, ein paar Sachen habe ich noch über. Den Fräser kann ich wiederverwenden. Aber nichtsdestotrotz teuer. Einfach teuer. Also ich werde das, glaube ich, irgendwie zwischen 350 und 400 € taxieren. Ich mache mir da noch mal Gedanken drüber. Ich meine, ist für mich nicht lebensnotwendig. Ich werde es auf meine Webseite stellen. Ich stelle euch den Link unten rein. Es ist nur einmal da. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn es nicht verkauft wird, dann habe ich irgendwann mal für einen allerbesten Kumpel ein Geburtstagsgeschenk oder ein Hochzeitsgeschenk, was einen angemessenen Wert darstellen würde. Ja, es kann da auch liegen bleiben. Ist jetzt nicht so, dass ich das Geld dafür brauche. Aber wenn es weggeht, dann zu dem Preis, der die Wertschätzung und die Arbeit auch widerspiegelt. Also irgendwie so 350, 400 €. Was sagt ihr dazu? Ich meine, die 9,99 € kann ich sowieso nicht. Also selbst wenn ich für 12 € wird es Leute geben, ja, dann nehme ich lieber das von Ikea und spare mir 3 €. Also von daher kann ich auch den Preis nehmen, der ganzen Sache würdig ist.
Wenn es euch gefallen hat, das Video und auch was ich hier gebaut habe, diese beiden Bretter, lasst gerne einen Daumen hoch da. Freue ich mich immer sehr für. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut mir den Gefallen, macht das. Abonnieren ist bei YouTube kostenlos, kostet kein Geld und bringt mich einfach weiter nach vorne. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn euch das nervt, könnt ihr euch das auch schenken, aber über ein Abo würde ich mich echt wirklich freuen. Ich schicke euch noch ein paar Bilder hinterher. Hab mich gefreut, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und dann bis zum nächsten Video. Euer Ingo.